Name ist Stefan Böttcher. Ich bin 51 Jahre alt und bin quasi in dieser Gemeinde groß geworden. Also das Leben als Kind und Jugendlicher in der Gemeinde war ein ziemlich buntes Leben. Also es war eigentlich fast jeden Tag irgendwie eine Gruppenstunde, entweder von den Ministranten oder von einer normalen Spielgruppe von den Kindern. Die Jugendlichen haben sich getroffen, treffen sich auch immer noch. Es gibt auch noch einen Jugendraum, ein sogenanntes Jugendcafé. Ja, das war eigentlich immer schön, hierher zu kommen und es war immer offen, das Haus, das war immer Leben. Dieser Kirchenbau und der ganze Gemeindebau ist ja als Betonbau eher abweisend. Also wenn man von draußen drauf zugeht, dann sagt man, was ist das denn für ein Klotz? Wenn man in der Kirche drin ist, dann hat man die Möglichkeit, sich sozusagen die Wände zu gestalten. Das war vielleicht nicht im Sinne von Düttmann. Also der hat ja den großen leeren Raum, die große leere Fläche eigentlich propagiert. Viele Menschen können mit dieser Form von Kirche wenig anfangen, weil es halt nicht die klassische Form einer Kirche ist. Also ein Langschiff und ein paar Bögen und ein paar bunte Fenster. Ich bin da ein bisschen voreingenommen, weil ich ja nichts anderes kenne. Also das ist meine Heimatgemeinde und ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt, auch in dem Raum sehr wohl gefühlt. Was Düttmann sich, glaube ich, hier gedacht hat, ist eben die Gottesdienstgemeinschaft um ein Zentrum herum. Also nicht diese Frontalkirche, wie in Reihen sitzend, sondern eben als Gemeinschaft am Tisch des Herrn Mahl halten. Und das spiegelt sich, glaube ich, so in der Architektur ganz gut wider. Die Kirche ist ja nicht nur aus Beton gebaut, also der Kontrast mit dem Holz, mit dem Lebendigen, der ist ja da. Und es ist dadurch, dass die Kirche so aufgebaut ist, wie sie ist, mit den ineinander geschachtelten Kuben oder ineinander fließenden Räumen, ist sie ja nicht einfach nur eine Schachtel. Also sie wirkt ja durchaus offen. Also es gibt die Geschichte, dass irgendwann jemand die Kirche angeguckt hat, der Pfarrer damals, und gesagt hat, so jetzt ist sie fertig, aber es gibt kein Kreuz. Und dann ist er losgegangen und hat geguckt und hat zwei Balken gefunden. Deswegen gibt es auch keinen Korpus an dem Kreuz. Und hat eben ein Kreuz anfertigen lassen für die Kirche. Auch in einer angemessenen Größe, also es ist ja eigentlich überdimensional groß. Man kann sich, glaube ich, hier sehr gut heimisch fühlen und geborgen fühlen. Auch mit der Lichtgestaltung. Das ist beeindruckend, wenn in der Osternacht dann nach und nach die Kirche nur durch Kerzen erleuchtet ist und sich das Licht weiter ausbreitet durch die Kerze und dann irgendwann zum Gloria das Licht angeschaltet wird. Das ist schon beeindruckend. Ich glaube, die Kirche zeichnet sich auch dadurch aus, dass eigentlich alle Orte gleichartig sind, an denen man sich aufhalten kann. Ausnahme ist vielleicht die Kapelle, die als Werktagskapelle durch Schiebewände abgetrennt werden kann und damit eben sehr, sehr kleiner und intimer Raum ist, die aber eben dann auch im Gottesdienst werden die Schiebewände zur Seite geschoben und dann kann man sich da sozusagen auch in einem kleineren Raum mit dem Gottesdienst auseinandersetzen. Ich glaube, den Architekten und den damaligen Gründungspfarrer, Pfarrer Bernhard Obst, hat eine Freundschaft verbunden. Sonst hätte Werner Düttmann vielleicht auch nicht die Marienfigur gestiftet oder andere Schenkungen und Stiftungen gemacht. Aber ich glaube, jetzt mit dem Düttmann-Jahr und mit der Ausstellung vom Brücke-Museum gibt es die Chance für viele, die sich für Architektur interessieren, und ich werde mich da sicherlich auch mit der Ausstellung auseinandersetzen, nochmal zu erfahren, was Werner Düttmann wirklich alles geschaffen hat an Architektur, wie vielfältig das ist und in welche Richtung das ging. Da freue ich mich drauf.